Autofahrer müssen derzeit ganz schön schlucken an unseren Tankstellen. Die Preise schießen weiter nach oben. Ein Ende nicht in Sicht. Jetzt kommt eine Idee aus der Politik. Bundesfinanzminister Christian Lindner plant laut Medienberichten einen Tankrabatt für die Bürgerinnen und Bürger. Rund 20 Cent pro Liter sind im Gespräch und sollen an der Kasse erstattet werden. Die Kunden wird's freuen. Die Tankstellen sollen das Geld später vom Bund zurückbekommen. Aber wie finden Tankstellenbetreiber diese Idee? Wir fragen Bianca Neumann an ihrer Tanke in Dieburg. Ich habe gemerkt, wie es mir hochkommt. Ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht umsetzbar. Wir würden ja im Grunde den Staat finanzieren, vorfinanzieren, und ich muss mir es vom Finanzamt zurückholen. Das ist überhaupt nicht machbar. Was das für ein Verwaltungsaufwand ist, das geht überhaupt nicht. Wir sollen einfach die Mehrwertsteuer senken. Fertig. Dann haben alle Autofahrer was davon und gut ist. Denn wann sie als Tankstellenbetreiberin den Rabatt vom Staat zurückbekäme, ist unsicher. Weil ich müsste ja wirklich jeden Tag, dann einen Abschluss machen, extra für die Rabatte. Und das muss beim Finanzamt eingereicht werden. Das müssen alle Tankstellen machen. Ich glaube, 15.000 Tankstellen gibt es in Deutschland. Viel Spaß, armes Finanzamt, die kommen hier gar nicht hinterher. Und wann wir dann das Geld bekommen, steht in den Sternen. Also nicht für alle Seiten optimal die Tankrabattidee, mit der die Politik unserem Geldbeutel helfen will. Aber was könnten wir selbst tun, um weniger für Benzin zu zahlen? Keine schnelle Starts, ne, wie man es gewohnt ist, ne, sondern man fährt halt mal ein bisschen vernünftiger. Ich fahre langsamer und ich nehme jemanden mit. Wenn das Wetter besser wird, steige ich auf mein Moped wahrscheinlich wieder um, weil es für mich einfach günstiger ist, dadurch, dass der Spritverbrauch geringer ist. Ja, ich fahre halt nur, wenn ich halt muss, gell, oder verbinde halt viele Fahrten, was ich gemeinsam mache. Zum Arzt, einkaufen gehen und so weiter. Ziemlich teurer geworden, ja, echt. Wissen wir nicht, was sollen wir jetzt machen. Wenn es nicht nötig wird, benutzen wir kein Auto. Tipps, wie man beim Autofahren aktiv Benzin sparen kann, gibt uns einer, der das täglich unterrichtet, Fahrlehrer Jakob Gersbach aus Frankfurt. Man muss frühzeitig hochschalten, spät wie möglich zurückschalten, dass man die Drehzahl unter 2000, 1500 Drehungen hält. Da kann man schon horrenden Sprit sparen. Und ich sage immer, reisen anstatt rasen. Ja, das heißt, man soll mit dem Verkehr mitfließen. Weil mit dem Verkehr mitfließt, schön vorausschauen fahren. Schön auf eine rote Ampel frühzeitig reagieren, runterschalten, die Motorbremswirkung wirken lässt, weil dann wird gar kein Kraftstoff eingespritzt, gar kein Kraftstoff verbraucht sozusagen. So kann man schon sehr viel Sprit sparen im Alltag. Die Motordrehzahl möglichst gering halten, Gaspedal nicht ganz durchtreten. Das funktioniert im Stadtverkehr wie auch auf der Autobahn. Um Sprit zu sparen, sollte man auf Autobahnen maximal 100, 120 fahren, weil danach nimmt der Spritverbrauch das Vierfache zu. Ja, das heißt, es ist dann überproportional die Zunahme. Ich persönlich mache das so, ich tue zu meinem Sicherheitsabstand zu den anderen Fahrzeugen, tue ich nochmal so einen zusätzlichen Reserveabstand einbauen. Das heißt, wenn vor mir was Unvorhergesehenes passiert, dass ich einfach darauf reagieren kann, indem ich den Fuß vom Gas tue oder runterschalte, ohne jetzt stark zu bremsen. Weil jedes Mal, wenn ich auch bremse, verbraucht es natürlich Energie und dementsprechend auch Sprit. Benzin sparen klappt auch mit niedrigerem Gewicht, unnötige Beladung also vermeiden. Auch den Reifendruck regelmäßig kontrollieren, denn geringerer Druck bedeutet mehr Abrieb und somit mehr Verbrauch. Fenster schließen, allein wenn ein Fenster offen ist oder ein Schiebedach offen ist, geht der Spritverbrauch auch nach oben. Sitzheizung braucht man nicht unbedingt, Klimaanlage haut richtig rein. Da soll man sich im Sommer überlegen, lieber mal das Fenster auf anstatt die Klimaanlage. Das verbraucht immer noch weniger als die Klimaanlage. Auf keinen Fall beides kombiniert. Wer sich an diese Tipps hält, kann laut dem Fahrlehrer bis zu 30% Benzin sparen. Und wer noch mehr sparen will, gerade bei kurzen Strecken einfach mal aufs Fahrrad umsteigen. Denn wann wir wieder solche Preise an den Tankstellen sehen werden, ist zurzeit leider sehr ungewiss.